Meine Jahresziele im Jahr 2024 auf YouTube und Flive Universe sage ich euch in diesem Video. Und damit hat gerade eben jemand einen Comet-Helm auf plus 10 geupgradet. Also das ist definitiv keines meiner Jahresziele, ein Comet-Set oder ein Comet-Helm auf plus 10 zu machen. Aber lustig, dass es gerade eben passiert ist, weil das sieht man nicht alle Tage. Meiner Meinung nach auch nicht wirklich worth it. Ich weiß nicht, was die Person damit vorhat, aber definitiv interessant auf jeden Fall. Und ja, kommen wir zu den Jahreszielen. Also ich habe ja letztens schon ein Video gemacht, so die Pläne für jetzt 2024, aber da ging es ja mehr um so jetzt das Konkrete, was wir jetzt einfach aktiv in Flive farmen. Und wie gesagt, oder wie ich es in dem Video sage oder auch in sehr vielen anderen Videos, ist es schwierig, eine Prognose oder konkrete Vorstellungen für Monate oder Jahre zu haben. Ich persönlich rechne damit, dass in Flive Universe mindestens 1, hoffentlich 2 große Updates dieses Jahr kommen, also Content-Updates. Und allein da weiß man ja schon nicht, was wird in diesen Updates enthalten sein. Also ich denke mal, ein Update wird 1000%ig kommen, also alles weniger wäre krass. Dann weiß man nicht, was passiert mit FEC, was passiert mit so vielen anderen Dingen, eventtechnisch und so. Also ich meine, es kann so viel passieren, es ist nahezu unmöglich zu sagen, was man dieses Jahr alles schaffen wird oder nicht. Aber deswegen sind meine Ziele auch relativ kurz gefasst. Also was ich auf jeden Fall eigentlich schaffen will und was eigentlich auch unbeeinflusst sein sollte von welches Update kommt, was für ein Update kommt, welche Events kommen, bla bla bla. Also es sollte eigentlich relativ unabhängig davon machbar sein. Und dann habe ich natürlich noch meine allgemeinen Ziele, die jetzt nicht zwingend was mit Flive Universe zu tun haben, sondern zum Beispiel meine YouTube-Ziele. Und ein Ziel für das Jahr 2023, also ich meine, bei solchen Zielen muss ich dazu sagen, ich setze die bewusst sehr hoch, bin aber nicht sehr enttäuscht, wenn es nicht funktioniert, weil das Ziele sind, dass wenn ich sie erreichen würde, wo man wirklich sagen könnte, okay, darauf kann man echt stolz sein, weil das ist richtig krass. Und deswegen bin ich nicht allzu enttäuscht. Also Ziel ist vielleicht das falsche Wort. Das könnte man fast schon als, Traum ist vielleicht auch wieder zu übertrieben. Es ist irgendwo zwischen Ziel und so ein kleines Träumchen, kann man sagen. Also genau, deswegen sehr hochgegriffen. Aber mein Ziel für das Jahr 2023 war zum Beispiel mit meinem YouTube-Kanal die 10 Millionen Aufrufe zu knacken, also All-Time natürlich Aufrufe. Und da sind wir nicht wirklich in die Nähe davon gekommen, wobei das auch zumindest einen konkreten Grund noch hat. Also wir wären deutlich näher rangekommen, wenn ich eine gewisse Sache nicht getan hätte. Und zwar ist es so, dass wir knapp unter 9 Millionen, es waren 8,8 Millionen, Ende Dezember. Also haben wir nicht ganz geschafft leider, aber weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wahrscheinlich schon. Ich habe im Jahr 2023, und zwar auch im Januar schon, also wirklich auch zu Beginn des Jahres, das ist fast das komplette Jahr im Endeffekt, meinen Genshin Impact Kanal, also ich habe ihn schon im Dezember gegründet, aber habe ihn dann im Januar erstmal anlaufen lassen und dann habe ich ihn erst Ende Januar wirklich konkret von meinem Hauptkanal getrennt und habe damit jetzt 2 YouTube-Channel. Und der Genshin Impact-Kanal hat auch schon über 200.000 Aufrufe. Das heißt, mit dem zusammengerechnet, wenn ich den nicht von meinem Main-Kanal entfernt hätte, sozusagen den Genshin Impact-Content, kann man auch sagen, vielleicht hätte das eine oder andere Video da auch ein paar mehr Aufrufe bekommen, weil es halt mehr Leute gesehen hätten wahrscheinlich. Also wären wir auf jeden Fall bei 9 Millionen definitiv drüber gewesen. Also schon mal etwas näher an den 10 Millionen drangekommen. Und ja, also von dem her muss man das auf jeden Fall noch dazu sagen. Und dann fand ich das eigentlich schon ziemlich gut. Ich bin mir leider nicht mehr hundertprozentig sicher, wie viele Aufrufe ich Ende des Jahres 2022 hatte. Müsste man wahrscheinlich mit der Wayback-Maschine nachverfolgen. Aber jedenfalls für dieses Jahr ist 10 Millionen eigentlich das Minimum. Also das ist jetzt nicht sehr hoch gegriffen. Also das sollten wir auf jeden Fall schaffen. Mit eurer Hilfe ist es natürlich noch leichter, das Ganze zu schaffen. Man muss ja auch so sehen, je mehr Zeit vergeht. Ich habe jetzt ja auch schon sehr viele Videos einfach hochgeladen. Das werden jedes Jahr mehr. Und alte Videos machen tatsächlich auch einen guten Prozentzahl meiner Gesamtaufrufe aus, logischerweise. Und von dem her denke ich mal, ist das, ja, das sollten wir auf jeden Fall schaffen, die 10 Millionen. Und wenn ich es wieder richtig hochstecken würde, würde ich sagen 12 Millionen. Allerdings ist das halt schon so wie die 10 Millionen letztes Jahr so hochgegriffen, dass man sagen kann, okay, das ist vielleicht wieder ein bisschen zu utopisch. Aber das wäre eigentlich das perfekte Ziel, weil wenn es wirklich klappen sollte, wäre es hammergeil. Und wenn nicht, also wenn es wieder relativ knapp werden oder verhältnismäßig knapp werden sollte, naja, dann kann man trotzdem sagen, hey, war ein gutes Jahr und kann so weitergehen. Genau. Ansonsten habe ich YouTube-mäßig immer eigentlich wenig Ziele. Ich finde, Abonnenten sind immer schwierig, weil Flive-Content ist halt doch eine Nische, vor allem deutscher Flive-Content ist halt einfach eine Nische. Die meisten Flive-Spieler sind nicht deutsch, deswegen ist es sowieso schon krass, dass, beziehungsweise die deutsche Community ist eine der größten. Aber wenn man alle anderen Communities zusammenrechnet, ist die deutsche definitiv,
sind die Deutschen insgesamt ja definitiv in einer extremen Unterzahl. Also mit englischem Content könnte man langfristig wahrscheinlich erfolgreicher werden. Aber naja, it is what it is. Und von dem her ist es abonnententechnisch schwierig. Also ich denke mal, die 15.000 Abonnenten kann man mit Live-Only in Anführungszeichen definitiv noch knacken. Vielleicht sogar die 20.000 irgendwann. Aber ich schätze mal, irgendwo wird es wohl ein Limit geben. Wie hoch das ist, weiß ich nicht. Aber irgendwann wird da wohl Feierabend sein. Einfach weil es ja dann irgendwann keine deutschen Flive-Spieler mehr gibt, die aktiv Content auf YouTube gucken. Aktiv oder weniger aktiv, je nachdem. Aber ja, da wird es wohl irgendwo ein Limit geben. Und dann wird es schwierig, wahrscheinlich da noch mehr Leute für zu begeistern. Ja, ansonsten habe ich jetzt 2 Zweitkanäle. Die Links dazu sind, by the way, in der Videobeschreibung. Wie gesagt, den einen habe ich ja gerade schon erwähnt, mein Genshin Impact-Kanal. Da habe ich mir das Ziel gesetzt, also bei den Zweitkanälen, weil das nur Nebenprojekte von mir sind, also die Priorität hat immer mein Hauptkanal. Da setze ich mir keine so krassen Ziele, weil da ist es halt höchstwahrscheinlich, dass ich sie nicht schaffen werde, weil wenn ich halt mal keine Zeit habe oder weniger Zeit habe, dann werden definitiv die Kanäle deutlich mehr darunter leiden als der Hauptkanal. Und von dem her wäre es unlogisch, sich da krasse Ziele zu setzen, weil wenn ich mir so die letzten 2 Jahre angucke, passiert das sehr oft, dass ich unerwartet mal absolut keine Zeit habe für 2, 3 Wochen oder so und dann halt auch entsprechend kaum oder naja, nur sporadisch Videos machen kann oder halt auch nur kurze, nicht so gehypte Videos und dann wird es halt schwierig, da irgendwelche krassen Achievements zu verfolgen. Aber für den Genshin Impact-Kanal bin ich relativ zuversichtlich, dass wir im Jahr 2024 die 3000 Abonnenten knacken werden. Und bei dem Highlight-Kanal wäre es nice, die 1000 zu knacken. Aber bisher ist es eigentlich mehr ein Shorts-Kanal, nicht wirklich ein Highlight-Kanal. Wann genau die Highlights dann auch auf dem Kanal kommen, muss ich mal gucken. Kommt auch ein bisschen drauf an. Aber ja, also ich werde den Kanal dann auch nutzen, um das ein oder andere Video auszulagern, was ich eigentlich auf meinem Hauptkanal hochladen würde. Aber das weiß ich noch nicht ganz genau, wie ich das machen werde. Auf jeden Fall 3000 für den Genshin-Kanal, 1000 für den Zweitkanal mit Highlights und so. Das wäre auch ein Träumchen. Wenn ihr Interesse dran habt, könnt ihr da ja auch mal vorbeischauen. Wie gesagt, Links sind in der Videobeschreibung. Und jetzt zu den Flive-Themen. Was will ich in Flive erreichen im Jahr 2024? Ist eigentlich ziemlich simpel. Diese Ziele sind, wie gesagt, unabhängig von bestehenden, bevorstehenden Content-Updates. Und zwar das erste Ziel wäre, alle Chars auf 160. Das Einzige, was da in die Quere kommen könnte bei diesem Ziel, wäre ein neuer FEC-Server und halt, ob ich auf diesem Server spiele. Beziehungsweise, wenn ich auf diesem Server spiele. Dann würde ich es höchstwahrscheinlich nicht erreichen, vor allem nicht, wenn der Server wieder 5 Monate geht, weil das einfach zu lange ist, um dann noch aktiv auf bestehenden Charaktern was zu erreichen. Weil ich mit denen dann ja wahrscheinlich wieder nur Tower Dailies machen würde. Und Tower Dailies geben sehr viel XP. Aber nicht genug, um 160 zu erreichen, indem man nur Tower Dailies macht. Zumindest nicht in einem Jahr. Und deswegen muss ich mal gucken, aber ich habe mich ja in letzter Zeit eher kritisch zum FEC-Server geäußert und bin halt nicht sehr zuversichtlich. Ich denke mal, das ist auch durchaus berechtigt. Also ich traue Scala nicht zu, dass sie das Feedback, was sie bekommen haben, zu dem Server wirklich gut verarbeiten. Also das eine oder andere wird sich vielleicht bessern. Aber ich bezweifle es einfach, dass der FEC-Server halt, komplett revolutioniert wird und, sage ich mal, fehlerfrei ablaufen wird. Und wenn sich da halt schon zu Beginn das Gleiche oder Ähnliches abzeichnet wie letztes Mal, dann ja, besteht schon eine gute Chance, dass ich da tatsächlich dann nicht unbedingt spielen werde. Oder es vielleicht so mache, dass ich probiere, den Anfang vom FEC-Server mitzunehmen, da halt irgendwie einen Monat lang richtig reingrinden, falls das irgendwie möglich ist, zeitlich. Und dann halt sich irgendwas dort zu erspielen, etwas Konkretes sich zu erspielen, ein konkretes Ziel sich zu setzen. Ist natürlich auch stark davon abhängig, was für Belohnungen wird es geben und so. Letztes Mal gab es ja diese Schmucksachen und so, das weiß man jetzt natürlich alles noch nicht. Und dann vielleicht zu sagen, okay, ich habe jetzt das, was ich wollte und jetzt höre ich auf. FEC-Server geht noch 2 Monate, ist mir egal, ich höre jetzt auf und mache weiter auf Boarding. So, das könnte ich mir vielleicht vorstellen, aber wie gesagt, das ist jetzt noch zu schwer zu sagen. Aber grundsätzlich sollte mich das hoffentlich nicht davon abhalten, alle meine Chars auf 160 zu ziehen. Und mit alle meine Chars meine ich, by the way, nur 15 Chars, weil meinen zweiten Knight, also ich habe jede Klasse mindestens 2-mal, wobei eigentlich nicht mindestens 2-mal, ich habe jede Klasse 2-mal, also zumindest über Level 60, über Level 140, nein, über Level 120. Und meinen zweiten Knight, den habe ich stillgelegt und den werde ich wahrscheinlich auch nicht wiederbeleben, weil ich einfach keine Verwendung dafür habe. Mein komplettes Knight-Equipment, alles, was ich für Knight habe, Coentos-Set, FEC Gold-Set, ist alles accountgebunden. Und der zweite Knight auf einem anderen Account ist der Knight, wo das accountgebundene Zeug hat. Das heißt, der Knight ist einfach nutzlos, so gesehen, weil ich ihm nicht das Equipment geben kann.
und ihn damit nicht nutzen kann, schlichtweg. Und von dem her habe ich den einfach auf Eis gelegt, deswegen fällt der raus. Das heißt, es sind noch 15 Charakter, die aktuell alle mindestens auf Level 144 sind. Und ja, wird natürlich nicht einfach, sage ich auch gar nicht. Aber ein großer Teil der XP wird tatsächlich durch Tower Dailies kommen. Also selbst auf Level 159 kriegt man noch über 1% durch Tower Dailies. Natürlich heißt das nicht viel, weil das heißt trotzdem, dass du, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, wahrscheinlich so 70 Mal Tower Dailies machen musst, 70, 80 Mal für ein Level Up. Also 70, 80 Tage wären nur 159 bis 160. Aber da muss man auch bedenken, man kriegt da doch mehrere Level Ups einfach nur durch Quests, kann man im Endeffekt sagen. Und momentan grinde ich tatsächlich jeden Tag mit meinen Charakteren diese täglichen Quests von dem Neujahrsevent durch und ja, ziehe halt auch immer Partys und so. Also ich meine, es kommt schon noch sehr viel extra XP dazu, zu den Tower Dailies. Deswegen sollte das eigentlich ja funktionieren, denke ich. Und ich habe auch tatsächlich bei all meinen Chars noch diese Halloween-Balloons, an die ihr euch bestimmt noch dran erinnern könnt. Also fast alle meine Chars, vor allem die Boroding-Chars, aber auch die FEC-Chars, durch das neueste Halloween-Event, haben eigentlich alle mindestens noch 4 Ballons. Die meisten haben sogar noch 10 oder so. Also das ist auch nochmal ziemlich heftig, dass ich die noch nicht verbraucht habe. Also da ist schon noch einiges an XP auf jeden Fall zu holen. Momentan level ich jetzt nicht so übertrieben viel. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich nicht so allzu viel Zeit habe. Deswegen beschränkt sich das momentan eher auf ein Minimum. Aber jetzt dieses New Year-Event gibt mir echt die Möglichkeit, meinen Boroding-Chars so ein bisschen extra XP zu geben. Jeden Tag. Und die nutze ich auch. 2 Fliegen mit einer Klappe. Ich farm einerseits Protects durch diese Smelting-Boxen, die man ja bekommen kann beim New Year-Event aus der High-Level-Lucky-Box. Andererseits farm ich Power-Ups, zum Beispiel für meinen Blade. Und dann eben noch XP obendrauf. So, Ziel 1. Ziel 2, das kann man ganz schnell zusammenfassen. Ich will mindestens dieses Jahr ein komplettes Ultimate Schmuckset zusammenkriegen. Welches, da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht sicher. Ich denke mal, die erste Hürde wird, also die Hürde wird erstmal sein, Schmuck plus 20 zu upgraden und sich dann Gedanken über das Schmuckset zu machen, als sich jetzt schon das Schmuckset auszumalen und dann klappt es nicht oder whatever. Also ich denke mal, die Reihenfolge wird eher sein, erstmal Schmuck plus 20 machen und dann den Ultimate Schmuck holen. Aber vermutlich wird es entweder Elementor, also Cast sein, oder halt Crit Damage Set. Aber in welcher Reihenfolge oder wie genau, das weiß ich jetzt natürlich auch noch nicht. Aber das ist auf jeden Fall so ein Ziel. Also ein Schmuckset sollte wohl drin sein, hoffe ich mal. Und das letzte Ziel wäre ein sehr gutes A- oder S-Pad. Wobei ich da schon sehr nah dran bin, weil ich habe eine perfekte Krabbe auf B, also eine Krabbe auf 1, 2, 3, 4, 5. B-Klasse. Das heißt, die müsste ich eigentlich nur auf A machen und hoffen, dass sie ein gutes Level bekommt. Dann hätte ich das Ziel eigentlich schon erreicht. Aber ja, das ist tatsächlich gar nicht mal so einfach. Also ich meine, es könnte theoretisch passieren, dass sie direkt eine 5, 6 oder 7 bekommt. Das wäre dann schon ziemlich gut. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Also da muss ich dann wahrscheinlich schon ein bisschen Geld investieren. Und ja, mal gucken. Aber auf jeden Fall, Pet-mäßig habe ich für das Jahr jetzt nicht direkt viel geplant. Aber einige meiner Pets werden schon bald Level-Up bekommen. Einfach weil ich halt mit der XP am Limit angekommen bin, weil ich sie halt aktiv benutze, die Pets. Und durch die Pet-Candies, die man immer wieder zum Auffüllen der Energie benutzt, hat man irgendwann die 99 oder das Maximale an XP erreicht. Und dann kann man sie ja Level-Up machen. Und ich habe dann eigentlich schon vor, bei dem anderen Pet auch mal ein paar Rerolls rauszuhauen. Das wird auf jeden Fall auch spannend, teuer und vermutlich enttäuschend. Aber hoffentlich wird es erfolgreich. Und das war es eigentlich auch schon. Ja? Also das sind sehr wenige, sehr kleine, also naja, sehr kleine Ziele eigentlich nicht. Also es sind, bis auf das mit dem Pet vielleicht, ziemlich krasse Ziele, langfristige Ziele und halt vor allem content-unabhängige Ziele. Das war halt das, was ich, wie gesagt, jetzt schon mehrfach gesagt habe, im Sinne von, es ist halt unmöglich zu sagen, was wird das nächste Update sein, wie viele Updates kommen dieses Jahr, was für Events kommen, FEC. Also gibt es ja doch so viele Sachen in Flive Universe, wo man halt auch leider wirklich keine Informationen, keine Anspielungen, keine Andeutungen, gar nichts von Gala bekommt, bis es tatsächlich passiert. Ich erinnere euch an letztes Jahr, FEC-Server kam eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, auch komplett aus dem Nichts. Also, dass wirklich ein FEC-Server kommt, hat kein Mensch vorhergesehen so richtig. Wie auch New Horizon, 2 Tage vor Release kam dann die Ankündigung, yo, jetzt kommt ein neues Update. Also Gala ist da echt schwer zu predikten, beziehungsweise sind sie einfach sehr kurz angebunden, warum auch immer. Und von dem her ist es halt wirklich unmöglich, also du kannst nicht mal eine Woche bevor irgendwas Krasses passiert, kannst du nicht was sagen, dass es passieren wird, weil sie es teilweise wirklich halt erst 2 Tage vorher sagen.
Und das macht es einfach unmöglich, langfristig irgendwas zu planen in Flive, meiner Meinung nach. Also ich meine, allein letztes Jahr, wenn ich da jetzt irgendwas Ähnliches geplant hätte, also ich hätte jetzt konkret irgendwie einen Plan gehabt, im Sommer irgendwas zu tun, ja, sei es neue Charakter, sei es irgendein Farm-Projekt oder sonst was, und dann hauen die einfach den FEC-Server raus. Ja, moin. Also alle Pläne über den Haufen geschmissen und spielst dann auf dem FEC-Server und denkst dir, ja Mann, eigentlich wollte ich was anderes machen. Und jetzt sitze ich auf dem FEC-Server, der komplett aus dem Nichts kam. Also ist halt so gesehen schwierig und deswegen habe ich die Ziele bewusst kurz, wenige, aber dafür trotzdem ja, schon krasse Ziele. Also schon Sachen, für die man das ganze Jahr brauchen wird wahrscheinlich oder einen Großteil des Jahres brauchen wird. Und ja, dann aber trotzdem mit zufrieden sein kann, wenn man sie erreicht hat, weil es halt wirklich auch gute Meilensteine sind. Aber hier ist ganz wichtig, wenn ihr euch Ziele setzt, seid nicht zu enttäuscht, wenn ihr sie nicht erreicht. Ja, die Ziele sind immer so ein bisschen Ansporn, ein bisschen Orientierung einfach, auch um seinen Fortschritt ein bisschen zu messen. Und man sollte niemals vergessen, es ist nur ein Spiel. Und wenn man es dann letztlich nicht erreicht, ja, dann darf man sich auch nicht zu sehr fertig machen. Das ist ja das Gleiche, was ich vorhin gesagt habe mit den Jahreszielen von meinem YouTube-Kanal zum Beispiel. Ich meine, in meinen YouTube-Kanal stecke ich sehr viel Zeit und Arbeit und so. Von dem her ist es natürlich schon belohnend, wenn was gut läuft. Genauso ist es natürlich auch ätzend, wenn es mal nicht so gut läuft. Aber man darf sich ja dann trotzdem niemals vergessen oder nie vergessen, dass es halt vor allem bei Flive-Zielen natürlich, aber auch da nicht das Wichtigste auf der Welt ist. Und wenn es dann halt mal nicht so gut läuft, ja, dann ist es halt so, dann muss man sich deswegen dann auch nicht wochenlang oder monatelang fertig machen. Ist mal mies, wenn es mal nicht so gut läuft, wie gesagt, aber ist nicht das Ende der Welt und es geht immer wieder bergauf irgendwann. Und deswegen sollte man das immer mehr so als Orientierung, als Richtwert, als Ansporn sehen und nie so als, keine Ahnung, Nichterfüllung, wenn man es dann nicht erreicht hat. Aber ich denke, ihr versteht, was ich meine und ich sage auf jeden Fall danke euch vielmals fürs Zuschauen. Könnt mir gerne eure Jahresziele, vor allem für Flive, natürlich in die Kommentare schreiben, aber auch gerne was anderes. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Flive Universe Video oder auch im Livestream. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Und bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.